go? I think so. I gotta get a battery probably up for.
Touch evil and fight, let's see harm me down. Du bestämmer fri, touch dig Israel av person minne sig. Du bestämmer trygghet, touch evil and fight, let's see harm me down. And fight, du bestämmer fri. Wer sie tot Gottes in sich besagt, Amen. Wir verloren doch keiner in ihm, I have life, Amen. I have life, Amen. Vem dig sin makt fri, då jag svaglig fri, att se Gott sin tjänst, jag sin tjänst. Dig heiland haft mig, taxilos, jag kom. Din sloven sin natt, och hållstorm, Jesus står för mig. Vem dig sin
dass du mit uns bist. Dankeschön, dass du Liebe hast für uns. Dankeschön, dass du genug bist und dass du immer wirst genug bleiben. Dankeschön, was du uns versprochen hast. Dankeschön, für wer du jeder Tag in uns Leben bist. Und von da ab nun sind wir hier und wir loben dich und wir preisen dich. Wir wissen, was wir singen, wir sind für dich, wir sind wegen dich. Dankeschön, dass Kreiten der und Botte umjagt, Rama uns, aber du bleibst derselbe, ja. Du bleibst da, wie wir können umbeten.
genoeg bist. Dankeschön, Herr, dass wir nicht brücken, uns Raum segnen und Meier. Dass die uns abfallen lässt, dass die uns hart fallen lässt, Gott. Dass wir nicht brücken, lade ich durch die Welt gehen. Dankeschön, Gott. Wir sind ein Alter von Twängerstein. Doch hast die Freude, wann wir Abfall bringen. Du hast den Himmel, dort hast den Haus. Aber die Liebsten dort leid wie sehen. 10.000 Engel sind den Thron. Sie bringen Preis und Eng für dich. Doch Halleluja von auf der Erde. Dort deine ganz leibste Melodie. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir wollen dort viel dort auf Handy brennt. Ne kleine Flamme wird ein schwarzer sein. Ich wollte ihn aber beholen haben. Ich wollte mich holen und ihn allein. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Jesus Christi, das ihr Kreuz, und dein Preis dient in euch. Halleluja, von auf der Erde, und dein Preis dient in euch. Jesus Christi, das ihr Kreuz, und dein Preis dient in euch. Halleluja, von auf der Erde, und dein Preis dient in euch. Wundervoll ist dein Abbrot, wo jeder Knäuel vor die Wehen wohl. Aber die Lüge bat janen da, wenn auch hier die stehen uns hoch. Wir
Wir singen Halleluja. Wenn den Rahmen sich mit Schadern dann und sich Ursache fallen, der Jesus, wem wir vertrauen, der bleibt derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit, der ändert nicht. Das ist die Ursache, was wir singen Halleluja hier von auf Erden. Wir sind dankbar, dass wir uns keinen ab Jesus verloren. Welcome hier online. All die, die nennen geschult sind. Falls ich bei uns mit Wietlaft, ich was wir können kann, wo wir top kommen dann, haben wir all für mir Werk nicht. So wie dachte, so wie würde hier mit Werk anfangen, Service zu haben, bloß zum einen Connection Point haben mit Jünd. Und so, ich heiße so willkommen. Ich hoffe, die merken ihn maglich, die merken ihn tüssig. Und, sagt ihn maglich du, nehmt ihn Kaffee, Hot Chocolate. Hoffentlich seid ihr mit deiner Familie taub. Und dann nehmt ihr deine Bibel, nehmt ihr Notepad und hört ihr verlangen, nur Gott sein Wort. Wenn ein Erklärung wirklich so steht. So dann grillt sich, wenn wir nur die Kirche vor, er grillt sich nachts alle, wenn wir die Bibel nehmen. Und er ist wirklich Angst, wenn wir anfangen, ein Buch, ein Papier, ein Ballpen zu nehmen und anfangen, Notes zu nehmen und abschreiben, because das man nicht wirklich satt bleibt. So, ich merke einen Mut, das. Das ist ein gutes Ding zu tun. So, von daher, wo wir hier bloß ein simples Service haben, wo wir alle kennen, gemütlich, Dulsat einmal fashion an in der Werk, am Samstag abbühen, der das Wort Gottes. Hier ist Pastor Albert. Welcome, Albert. Komm ab. Hij wordt ons vandaag met de boodschap bedienen. So, laten we gaan. Genau, was alle. Wir freuen uns, dass ich hier sein und mit Ihnen taub sein von ganz über verschiedene Städten von der Welt. Es ist ein guter Weg, was wir haben, dass wir kann Kommunikation haben, einer mit dem anderen. Und Gott sein Wort mitteilen und uns untereinander abbühen. Ich will Ihnen ein paar Verse oder ein Psalm lesen, bevor ich meine Botschaft nachgehe. Psalm 121, da sagt es steht, ich hebe meine Augen ab und check nur den Boy. Vom wo kommt meine Halb? Meine Halb kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemerkt hat. Er wird den Faut nicht glatten lassen. Er, der über die werkt, wird nicht schlupen. Bestimmt wird er, der über Israel werkt, nicht schleuprig und wird nicht schlupen. Der Herr werkt über die, und der Herr werkt über die und hält die bei sich im Schoten. Die Sonne wird die über Tag nicht stärken, und der Mond nicht danach. Der Herr wird die von alles bewahren. Er wird über die Säule bewahren. Der Herr wird über die checken, wann die Rietjes und wann die Nahen kommst. Das ist ein Psalm, was uns sagen wird, dass unser Hauptkampf von Gott und wir können unsere Augen abchecken nach Gott. Ich habe mir ein Timer von der gesagt, heft deine Augen ab. Insofern verjährt wie, was wir haben und was wir in Gott haben. Viele von Ihnen sind Luther, ein paar Werken, vielleicht viel mehr mit Familie, es ist die euer gewesen. Und ich wollte ein kleines Wort vertrauen von meiner Tochter, von der großen Stütze gefällt in die Kirche fuhr. Sie sagt, Daddy, good luck. Und ich sehe mir jetzt so, ich will nicht auf Luck bühen. Ich glaube, das Meier aus Glück. Und dann sage ich, well, ich weiß nicht, was mir Glück fehlt. Na, was fehlt dir da noch? Ich weiß nicht. Na, die hast Gott, was fehlt dir da noch? So, ich habe Gott, und was fehlt mir da noch? Aber sofern vergeht wie, durch die Umstände, was wir im Leben haben, dort wir in Gott haben, und dann drehen wir unsere Augen weg, wenn so viel andere angeht in der Welt. Ich will durch ein paar Geschichten gehen von dir, das sind sehr bekannte Geschichten, aber ich dachte, dass wir ein paar Geschichten, wo wir sein können, wo Menschen ihre Augen auf Gott halten und wo so eine Menschen mangt werden, wo dort für jeden deuten. Und was der Unterschied ist für Menschen, die ihre Augen an Gott halten. Wir haben eine Geschichte in 4. Mose, 13 und 14, ich will Wortpaars lesen. Das ist eine Geschichte von wo die Israeliten in Ängste gewandert haben. Sie sind durch das Rote Meer. Gott hat ihnen durchgehalten. Und sie kommen wieder und dann redet Gott zu Moses und er sagt, es steht,
In 4. Mose 13, Vers 1 und 2. Der Herr redet mit Moses und sagt, schickt Mana rüt, die das Land Kanaan, was ich den Israeliten geben war, gehen utforschen. Nehm von jeder Stamm von ihren Väter einen Mann von der Lehrer. So Gott sagt Moses, schick Mana rüt, und gut dort das Land nu sein, was ihr annehmen wollen, und gut dort sein, wo das sitzt, und was ihr kann tun. So Moses schickt 12 Mana rüt, von jeder Stamm ein, und er von diese Bedingungen, er sagt, dort das Land besäuen, check, wo das sitzt, check, ist da viele Menschen wohnen, check, ist dort starke Menschen sind, check, ist da in Städten wohnen, oder ist da in Tents wohnen, oder ist da in Bäumen wohnen, check, wo die Städter Gebiet sind, haben die große Weinraum ernt, oder sind da bloß Städter, wo die ob sind. Check, dass die Eid fruchtbar ist, und ist das Land, was wir können mit schaffen. Und dann sagt er noch, check, dass die Bäume sind. Ich glaube, die Israeliten, die in der Stadt in der Wüste gewesen, sie wundern, dass sie jemals war, Bäume sein würden. So Moses, der kriegt dort, er schickt die 12 Mann rüt, und sie gehen, und das geht 40 Tage, aber sie waren zurückgekommen. In Kapitel 14, Vers 26 bis 33, du hast einen Report, einen Bereich, so dass wir dann von der Stelle haben wir würden haben, wenn wir was Land vor besäuen, dann kommen sie drei, dann haben sie einen Bereich, wir würden von der vielleicht hier Video down, dann deuten sie dort, glaube ich, bloß wieder an sein. Ich weiß nicht mehr, was sie dort getan haben. Aber sie hatten einiges merken, dass wir ein großer Pungel mit Grapes, mit Weindrüben, zum beweisen, dass das Land wie fruchtbar und dass viel gute Dinge hat. Die 12, die wir in alle ab einsteckt, dass das Land hat Milch und Honig, so Gott ernt beluft hat. Aber 10 von ernt, wir sehr negativ und sie sehen, das Land, dort hat Riesenbahn, und dort hat große Städterbahn, und dort hat so viele Menschen, dass wir dort allmählich gewähren können. Du hast kein Weg, wo wir dort können annehmen. Wir würden besser auf sein, wenn wir verhebt bloß gegen Ägypten, oder wir starben bloß hier so Stadtkrieg in der Wüste. Aber wir wären 2 stark Mann, und dass wir Caleb und Jesua, sie dachten ganz anders. Sie dachten, dass das Land ging anzunehmen. Aber sie wären die Minority, würde wir sagen. Sie wären die, was die Wände wären. 10 stark von ihnen glauben, dass das ging nicht, und 2 stark glauben, dass das ging. Und so dort verspreit sich sehr busig, dass die 10 stark glauben, dass das nicht schaffen wird. Und dann in Vers 14, Vers 6, bis 9 sagt es das. Und Jesua nahm sein Sehen und Caleb, jedenfalls sein Sehen, die das Land auch uitgeforscht hatten, verreiten ihre Kleider und sehen zu der ganzen Versammlung Israel. Das Land, was wir durchgegangen sind, dort auszusehen, es sei gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, dann wird er uns das Land nahm bringen und uns dort geben. Dort ist ein Land, wo von Milch und Honig überrannt. Dort bloß nicht von Gott auffallen und verchünt nicht. Für das Volk. Willst wir wollen dort so aus Brot abtreten. Jetzt wird er ihm schön schmecken. Er schützt es von verschwungen, aber uns steht der Herr bei, verchünt nicht. So Jesua und Caleb, sie stehen ab und sie sagen, Brüder und Schwestern, Versammlung, oder nicht Versammlung, in diesem Fall, seine ganze Israeliten. Wie kann das? Von Jahre durch den Schutz auf verschwungen, der hat auch nicht mal Mut. Aber wie mit Gott tut, kann das tun. Sie sahen und sie hatten behalten, was Gott hat getan, wegen sie im Roten Meer noch anscheinend in die Ägypter hängen entwirren. Caleb und Jesua, sie dachten nur an, sie kickten nach dem Herrn, sie sagten, Gott help uns durch. Gott wird uns hier durchhalten. Aber die anderen scheinen zu haben, das alle verjährten und wussten nicht, wo sie das von hier wieder wollen. So der einzige war ich, wir umdrehen und trägen. Und einmal erst der Leiste war ich anbringen, aber das Luther, der Schwanz, da war ich. So dann geht die Geschichte wieder. Moses betet zu Gott und fragt, wo war das tun? Gott, der erste wieder, hat uns sagen, wo das ganze Land, das ganze Volk ausschließen und von Moses frischen Volk bühen. Aber Moses redet mit Gott
Und dann sage ich, no, ich war das nicht tun. Aber wen die gefragt haben, in der Wüste gestorben, all die, was 20 Jahre älter sind, was die im Land reintragen, wollen nicht das Land sein, was ich versprochen habe, except für Caleb und Josua, die würden in das Land nachgehen. Das fing in 4. Mose 14 verstärkt. Bloß sei bad, wenn sie ihre Augen abgehalten haben, sich an Gott festgehalten, können sie in das Land nachgehen. All die ewigen Menschen, die sterben von Krankheit, Krieg, verschiedene Dinge, die mögen das alle nicht, aber in das Land. Bloß wenn sie sich Leuten überreden von den Medien, von alles, was dran verteilt wird. So meine Frau ist, wo hörst du von der noch? Hörst du nur, was die Menschen alle ran verteilen, ran die? Oder hörst du nur, was Gott sein Wort sagt, was der Heilige Geist sagt zu dir? Die nächste Geschichte, das ist eine bekannte Geschichte von David und Goliath. David ist ein junger Mann, er ist ein Schubsfahrt, aber Gott hat ihm gerufen, vermeier aus dort. Und du hast einen Krieg zwischen den Philistiner und den Israeliten, fing wir in 1. Samuel 17. Und die Philistiner, der Hand, er der Gruppe an einer Seite Schlag, und die Israeliten sind an der anderen Seite Schlag. Die Philistiner haben einen Riesen, er der Gruppe. Und wenn wir den Riesen hier würden beim Stuhn haben, und der Ungen wird stuhn, aber als das wird checken, er kann nicht bei denen seinen Kopf haben, und der wird vielleicht noch so breit sein als ich. Wie ein ganz wichtiger was nach Mann. Der kommt jeder Tag rüt und sagt, wenn du wer von Jüdwa Fährten kommen, wir wollen dort ein zu ein Fährt merken. Wenn ich gewähren, dann sei ihr meine Servants. Wenn die gewähren, dann war wir jene Servants sein. So physikamente sagt dort ganz allmählich, für uns eine Person, vorwärts zu stolpen, in den Krieg, den Ries, was sie vor sich haben, den umzubringen. Vielleicht stehst du von der in einer Situation, wo du einen Ries vor die Stuhn hast, und du weißt bloß nicht, wo die dort was tun, mal den Ries zu besiegen. So jeder Tag, zu Morris und zu Uwes, für 40 Tage, als das Ries rausgekommen, und die Soldaten von den Israeliten sind ein bisschen mutlos geworden. Ein Tag schickt David, sein Dad, Jesse, David nach den Soldaten, macht ein bisschen Eten, macht ein bisschen Scheiß für den Kommandanten. Er sagt, bring dir das und bring mir was Gott nur recht trägt von den Trick, was da angeht. In den News travel den Tag nicht, das ging nicht so wieder, als das von der oder das. Es war nicht da, dann würden sie dort über ganz Israel gehört haben und die Menschen würden alle Angst gewahrt sein. Aber sie hatten dort nicht alle gehört. David kommt daheim und gleich, wenn er daheim kommt, dann kommt das Goliath, da war er rüt. Und dort fängt man Vers, Kapitel 17, Vers 23 und 24, jetzt ist das. Und als dann so mit ihm redet, als David so mit den Menschen redet, über sie da mit den Soldaten, kam der Philistiner, stärkste Soldat, den Namen Goliath hat, nur verloren. Goliath kam von Gott. Als die so vorwärts kam, schrie er, war er dort selje als alle anderen der. Und David hier dort ganz. Als die Menschen, als die Männer von Israel, das sahen, rannten sie in Angst. Die Israeliten hatten verjäten, dass sie einen großen Gott hatten. David kommt daheim und David ist ganz frisch, kommt vielleicht von Schubheiden, hat seine Schub mit einem anderen Schubsfahrt gehabt, er ist mutig, er kommt fairweg. Und er sagt, in Vers 26, und David sagt zu denen, der bezieht am Stund, was wollen sie für den tun, der diesen Philistiner anbringen, und dieser schon von Israel war schafft. So, ja, so, was hier bin für mich, wenn ich diesen Wort für sie schaffen. Wenn der unbeschnittene Philister, der den lebenden Gott seine Herr trotzen wird. Er sagt, das ist wir gut schaffen. Das ist ein unbeschnittener Philister und der trotzt Gott seine Armee. Was hast du für mich? Und der News kommt dem König, dass das wer will gut fertig gehen diesen. Und nur 40 Tage erklärt der König, der ist nur up, zum sein, wer kann uns jemand halten? In Vers 32 bis 33 hier wird das steht.
Die Neuigkeit kam dem König, und David sagte Saul, ich kann diesen Philistiner fährten. Er sagt, ich will je in den gehen. Ich will gehen mit den kämpfen. Und Saul sagte, nee, du kannst nicht mit diesen Philistiner kriegen. Du bist mal ein Jung. Und das Mann hat von Jung an gekriegt. So, physikamente sagt Saul, das ist allmählich. Du kannst nicht hier in diesen Mann gehen. Das viel gerade, was du bist, der hat von klein an, je lehrt kriegen, und du bist ein Schubshort mit einem Stock. Du bist gehen hier am Striden. Da ist eine lange Vertal. Er soll sich seine Dinge antragen für Schutz. Er soll sich sein Schwert mitnehmen. Der König sagt, das kostet die alle von mir nicht nehmen, sondern du kannst kriegen gehen. David geht mit der Drum und er sagt, das schafft das nicht. Das ist nicht, wer ich sie. David sagt, ich will so gehen, als ich sie, und ich will mit Gott seinen Schutz gehen, und nicht mit all das andere. So, physically dann checken, wird das allmählich, was hier soll passieren. Aber David, wie er sich convinced, hat wir ganz freut, zum gehen, und je in den Soldat fährten, je in den Krieg, je in den Ries, wenn er noch gleich gekickt wird, wird, das wird gleich eine Nebensache für ihn. Was eine Nebensache wird für ihn, dass er diesen wird für sich schaffen, und dass Israel wird schon wieder gehen. Was wird der Unterschied zwischen David und all den anderen Soldaten motivieren? David wird gesalbt als ein König, und der Heilige Geist wie in David. David ging mit Mut vorwärts und mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und dort ist ein Unterschied von dir. Wir haben alle den Heiligen Geist, was David hat. Hörst du nicht den Heiligen Geist, oder hörst du nicht, was die Welt sein wird? David wird ganz gefällt vom Heiligen Geist, er wird sich ganz sicher, er zweifelt nicht, er guckt nicht in den Trouble, aber er guckt nicht die andere Seite von den Trouble. Er guckt nicht Gott und nicht in den Trouble. Wie groß ist dein Trouble? Nicht so groß, als dein Gott ist. Er weiß, dass mit Gott seine Kraft hat, kann er diesen Philistiner, diesen Ries gewinnen. So, wir würden sagen, von der ersten Tag würde es niemals so geben, dass ein König bloß mal wird wem Ritschhaken, ein kleiner Mensch, einen großen, zu fährten, und eins Gewehr, und der andere das ganze Gewehr, da hat sich ganz protected, alles mit sich, und die wollen fährten gehen. Hier haben wir ein paar Vers, was das von da wieder geht. 1. Samuel 17, Vers 44 und 46. Dann sagt David zu dem Philistiner, so ne erst war ich ganz sein Schutz, er hat seinen Stock, und er hat ein Schließer wird wie den sein, mit 5 Steiner, und er sagt, der selbe Gott, wird mir von den Leben von dem Bohrraden, der wird mir geraden von diesen Philistiner, von diesen Ries, was wir hier stehen haben. Dann sagt David zu dem Philistiner, du kommst mit mir mit einem Schwert, einen Spieß und einen Schmiedstang. Aber ich komme die in den Namen von dem Herrn, der alles regiert, und der Gott über die Israeliten Herr ist, woran du getrotzt hast. David bohrt dort sehr, dort wer gegen Gott sein Namen und gegen Gott seine Menschen trotzen wird. Von der noch wird der Herr mir die in meine Hände geben, und ich werde die totschlagen, in den Kopf aufhaken, in den Kopf aufschneiden. Ich werde die Todes von den Philistiner ihre Herr, nur die Fehl in die wilde Tieren geben, und alle Menschen wollen weiten, dass du ein Gott in Israel ist. David sagt, das geht nicht um mich, das geht um einen Gott, was in Israel ist. Und ich will ihn bloß erfrischen, wenn ihr in einer Situation sind, wo ihr nicht weiten, wo ihr rüht wollen. Gott ist von der nach derselbe Gott, ist, was er den Tag wir wings David ging gegen den König, gegen den Ries fährten. In dem ersten von ihnen lebt weiten der Geschichte. David ran den entgegen. Und er schließt, und Jana kriegt Krack im Kopf mit einem Stein. Das hat der Geil niemals gesehen, das hat der Ries niemals gedacht. Dort einer muss ein Schild haben, wo er nicht mit einem Stein gehen. Der kam nicht mal rein. Wenn Gott an uns sieht, was kann je in uns sein? Wir haben was interessante Geschichten in dem Neuen Testament. In eine wird wir sagen, wo wir Gott. In ein von der ist, wo Stephanus wir. Stephanus wie ein von den Diakonen, was in der Anfangszeit in der Kirche wir. Er wir voll vom Heiligen Geist. Er scharf mutig fair war, wir nicht was der je am Stund.
wo er nicht jeden wie gefällt, und er predigt Gott sein Wort, und er stimmt ab den Glauben, was er hört. Wartet so wie Scheim, dass sie am Steinen deuten. Und wenn sie am Steinen deuten, dann haufen sie seine Hänge noch ab in seine Augen und sagt, Gott, vergib sie nicht für was sie getan haben. Und dann würde vielleicht sagen, okay, das ist der B, der wir von Gott sein Geist gefällt. Woran steinen sie denn dann? Einige Dinge, wo wir niemals weiten, woran die getan sind, aber einige weit wir. Haben wir da noch ein Gewähner. Wir leben nicht für diese Erde. Wir leben für die Ewigkeit. All die, was in Christus sind, die haben mehr für was wir leben, ist für von der. Wir leben für die Ewigkeit. Und Stephanus, vor allem, gestorben wie ein Gewärns. Wir haben eine Geschichte von Jakobus, was wenig von gesagt, aber als Grußverse Petrus vornehmen, haben sie Jakobus vorgenommen und dort gemerkt, auch wenn sie glauben, und nur dort sind Herodes dort, dass die Juden gleichen dort, so haben wir Petrus vor, und wir wollen ein klein bisschen in der Geschichte gucken, von was passiert mit Petrus. Apostelgeschichte 12, Vers 4 und 5. Als er am erst vorgenommen hat, Leute hier am Anstarten und stellt Feiergruppen, Soldaten an, und jeder Feiermänner über an zu werken. So, dass wir so ein großer Stehler, diesen aus dem Räber, like mit 16 Menschen würden sie diesen Prediger nicht mal vorholen. Über den zu werken. Und dann, nur der Passafas, wo er für das Volk stellen. Und dann, nur das Passafas, wo er das Volk verstellen. Petrus wird im Gefängnis geholt, aber die Gemeinde bet ernstlich zu Gott. Die Gemeinde bet ernstlich zu Gott. Da will ich Ihnen von der Allermutter sprechen. Wir haben die letzten paar Wochen gehört, was ist die Gemeinde? Was ist die Kirche? Ist das das Gebiet? Ist das, wenn dort Fall ist, dann haben wir eine gute Kirche? Oder ist das jeder einer für sich selbst? Wie kann aus Gruppentop kommen beten? Wie kann aus Familientop kommen beten? Wie kann aus Einzelnen kommen beten? Hier merkt der ganze Unterschied, dass wir eine Gruppe Menschen, die beten deuten. Und Gott gehört besser. Und einmal der raten hier bei ihr, nächstes Mal sagen wir rat, dort wir im Himmel anschauen. Amen. Die Geschichte hat wieder so steht. Vers 6. Danach, als Herodes zum Volk verstellen, danach vor dem, es sei das Volk verstellen, es sei Petrus das Volk verstellen will, schleibt Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Käden gebunden. Petrus schleibt. Und ich weiß nicht mehr, was geschlafen haben, wenn was hier passieren da wird der Petrus, das war noch ein Traum wie, und ich nicht mehr weiß, dass das so wird. Aber danach, du wie ein Fried, was Petrus hat, wenn er schlupen kann. Und der Wächter, die wirken über arm. Und mit einmal stund der Herr, sein Engel, verarm und in der Stube scheint ein Licht nähern. Der Engel klappt Petrus an seine Seite und sagt, stu ab. Stu schwind ab. Und er sagt zu ihm, stu schwind ab, trag deine Schau an, bring deine Schautau und nimm den Gürtel an und trag deine Kleider an. Und Petrus, glaube ich, erst im Bett so, okay, aber so schwind ist, der Engel sagt zu ihm, stu ab, dann fallen seine Ketten los. So dass wir alle eindenken, aber Petrus kann das noch nicht begreifen. Petrus glaubt, dass wir einfach bloß ein Traum, wo er nachdenkt. Und dann sagt er, trag die Kleider an und komm mit. Dann ging er rüt und kam mit am Mat. Und wiss nicht, dass das Wirklichkeit wir. Petrus wusste das nicht, dass das wirklich wir. Sie gingen wie die ersten Soldaten vorbei, wie die zweiten Soldaten vorbei. Und dann kamen sie bei der großen Eiserne der, wo du in der Stadt anging. Und der ging versalzt up. Petrus wird danach nicht klar, wo du anging. Sie gingen rüt und gingen eine Gas lang. Und plötzlich verleiht der Engel an. Und als Petrus zu sich kam, sagt er, nie weiter wirklich, wahrhaftig, dass der Herr, sein Engel, geschickt hat, mich in Herodes seine Häng zu raten und von alles, was die Juden
geregnet haben. Und dann gingen wir wieder, und dann kamen wir in das Haus, wo Maria war. Und viele von uns wollten diese Geschichte. Petrus kämpft auch nicht der. Und die Menschen, die da lange ein Gebet haben, die können doch meist nicht mehr glauben, dass Petrus ohne der steht. Aber Gott antwortet das Gebet von der Kirche. Ich will nicht mehr sprechen, bet, wenn ihr in schwere Tiden sind, bet. Ich habe letzte Werk ein Ding, ich habe mir bloß nicht sagen, ich habe geteilt. Und Montag, wenn ich in den Haus komme von der Arbeit, ich will bloß nicht sagen, mutig, wegen Dingen haben bloß nicht so geschafft, das ich doch. Ich dachte, wenn ich das nicht alle Vertrag gerechnet, dann würde ich den Tag loten. Und dann steht da, ich würde Arbeit tun, dann würde ich lieber sein, dass ich das was kann finden, was meinen Tag führen kann. Und das schafft bloß nicht. So, ich muss meinen Tag ladig wie checken, was ich nicht gedacht habe. Und dann auf einmal hängt ich meinen Kopf rauf und wie ist es, like, Gott, wo wirst du? Ich flüchte ihn in der Lut und du wirst keiner. Und dann auf einmal muss ich mir selbst sagen, weil es Wort, ich muss eine Hecht kicken. Ich kann nicht kicken, bloß was für mich liegt. Ich muss eine Hecht kicken, ich muss immer kicken, weil mein Trouble und sein, was Gott das Nächste hat. Nicht einmal schaffen die Dinge, dass wir uns die wünschen würden. Da wir wollen, wiederbleiben, beten und Gott glauben, wegen uns Christen, sehr wie Gewinner. Caleb und Jesua wären Gewinner. Stephanus, Jakobus und Petrus wären alles Gewinner. Wenn ich habe beirrt, dann im Himmel. Du hast in der Geschichte, wo ich in mitteilen, du hast das Morgen, der will ein Sports-Event checken, ein Game, das soll gespielt werden, aber er hat bloß nicht Zeit, um dort zu sein. Dann sage ich, ich will mein System abstellen, da war das alle Recording, und dann war ich das Luther, wenn ich gesteht habe, dann war ich das checken. Und, was er gesteht hat, um das checken, dann sagen seine Freunde dort, das Team, für was er ging, der hat gewonnen. Aber er will das checken, und dann geht er das durch, und er kickt, und er wird ganz und tanzen, und einmal sagt er, Jungs, wenn die nicht wollen abpassen, die wollen das Game verspielen. Und dann fällt ihm bei, no, aber der hat all gewonnen. Das weiß ich all, der hat gewonnen. Weißt du was? Mit Christus taubt, dann sind wir Gewinner. Einmal war uns das alle dunkel für uns, und wir wissen nicht ganz genau, wohin, was wir tun, was wir nicht tun. Denkt daran, dass Jesus es soll tun, Gott es soll tun, wo wir am Weg hin sind. Gott es soll für uns, er soll tun, wo wir am Weg hin sind. Mit Christus taubt, sind wir Gewinner. Du hast nichts, was uns kann holen, dass wir nicht gewinnen wollen. So, ich will die Mutter sprechen. Was immer von der Situation gebannt sind, gut mit Christus taub. Vielleicht sagst du, wer ist Christus? Weil von der ist der Tag, dass du Christus kannst annehmen. Von der ist aber noch ein Gnut, von der ist aber noch in der Zeit, wo wir für Gott stehen und Gott seine Gnut du hast, Gott seine Leib hast du für uns. Dann würde ich die beten, weil nehmen Christus von der an. Wenn du Christus hast und du in der Zeit bist, wo du nicht näher weißt, wo du hin warst, nimm Gott sein Wort, lese dort, studiere dort, frage Gott, was er von dir will. Vielleicht will Gott was von dir durch diese Zeit, wo er anders nicht, wo dann könnten die kommen, wenn die wir nicht gefragt haben. Das ist eine Zeit, wo wir Zeit nehmen, zum Gott sehen, Gott deutlich lernen und dann mehr von ihm lernen. So ich spreche im Motto, hilf dir die Augen ab, check nicht Gott, check nicht den Trouble, aber check nicht den Unterschied von den Steinen. Wenn wir nicht den Stein checken, ja, dann den Ries checken, was vor uns steht. Aber wenn wir nicht checken, und wenn wir nicht Gott checken, dann checken wir über den Stein, über den Ries, checken und das Licht und den Unterschied von den Trouble, von den Ries, was in uns Leben steht. Amen. Ich will mit Ihnen beten, dann habe ich noch ein paar Dinge zu sagen für die ewige Part von der Werk. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank für deine Leib. Herr, ich sage dir Dank, dass du immer treu bist, dass du von der nach derselbe Gott bist, ist das, was du wirst, wegen David lebt, wegen Petrus lebt. Und Herr, du bist derselbe Gott von dir, aus dem, was du dann wirst. Du sagst dir Dank für. Herr, du versprachst uns, du wirst unser Feind nicht klappen lassen, wenn wir uns wollen an die holen. Herr, halb, dass wir alle Mut fühlen und unseren Kopf hochholen und die vertrauen und die checken. Amen. Weil das mitteilen, wir haben ein Gebetsteam. Wenn irgendwer von uns sagt, mir fehlt Gebet, oder ich würde gleich einen Christus unternehmen, wir haben eine Phonennummer, wo ihr kann jene Gebetsbedürfnisse nachschauen. Oder wenn ihr gleich mit wem zu beten, seht ihr einen Freund, oder schreibt dort an, dass ihr einen Christus annehmen. Und ich will mit ihnen zu beten, auch dass die Christus kann nicht gleich annehmen, wenn ihr wollt. Weil wir dort fortstehen. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank für deine Leib.
Herr, ik zei die dank dat du voor mij gestorven bent. En ik zei die dank dat du mij aanneemt is. Ik vraag om vergeving voor de dingen wat ik gedaan heb. En Herr, ik vertrouw mijn leven in die heen. Amen. Dat is zo simpel, Jezus aannemen. Van hier wieder, bloß motiveren wij. Zie God zijn woord, woest in God zijn woord. Glauben, taufen en wasen. Wanneer je wel taufen laten, kan krijg je datzelfde nummer. Die waren hier in een korte tijd wieder een taufers gaan. En jeder einer, wat zich wel taufen laten, wat Jesus Christus heeft aangenomen, kan zich taufen laten. Nog een ding, we waren vrijdags Samarias. Hier is dit een livestream service gaan. Klok 9 en klok 11, klok das gewöhnlich. Please vergeet nicht davon. Horcht en ziet gesehen te derg. Zum Schluss, wo wir ein Lied spielen haben, wo ihr hier on screen sein kann, das ist ein Lied, was ihr on YouTube finden kann. Wenn ihr dort horchen wollt, kann ihr dann ab da, wenn ihr wollt. Seht gesehen und habt einen guten Abend. Ob dine Gnade ist verloten, all meine der, auf dine Hand mir home. Von dem Moment, wann ich abweich, but ich mich durchleid, wo ich sing, wann es schein hell von Gott. shine head from God.
als getrannt hielt, wo hoch de beucht du vor mir lag. In de Vertwieblung kijkt ik nom Himmel, in rook die nun in diese Nacht. Dann kommst du läuflich durch dort dunkle, brückst durch den Schotten von meine Seil. Dort ist nu vor ich, tom ein gekommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstehen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Dei ewige Gottheit stoppt drauf vom Himmel, bruch meine Sünd in meine Schuld. Hei jink nom Kriezen, jöf mi Vergebung, dei Haar von Harnand mi singt prachtvoller Haar je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul um mich, hast dich jeden Lass genommen, du hast warum gern mich nun, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul um mich, hast dich jeden Lass genommen, du hast warum gern mich nun, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen in din Versprechen, din begrobter Körper krieg Leben trägt. Dann utem Stallen, dei lebt kein Brallend, raubt ut dort grof, haft kein Recht on mi. Dann kam der Morgen in din Versprechen,